So, hallo, willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir wollen heute die Bremsbeläge an der Hinterachse wechseln. Das heißt, wir bauen die alten Beläge aus dem Bremssattel. Wir schauen uns die alten Beläge kurz an, dann zeige ich euch das, wie man das mit dem Rücksteller macht, ähnlich wie bei der Vorderachse auch. Und dann bauen wir die neuen Bremsbeläge an der Hinterachse, am Festsattel der Hinterachse wieder ein. Und dann starten wir direkt nach dem Intro. Bis gleich. So, für den Belagwechsel hier an die Hinterachse sehen wir jetzt hier auf unserem Bremssattel. Der kann unterschiedlich angeordnet sein, je nachdem was für eine Achse ihr habt an eurem Fahrzeug. Einmal die Pendelachse mit Anfahrtsdrehmomentausgleich, so wie in meinem Fall. Dann sitzt der Bremssattel über der Achshälfte in Fahrtrichtung nach vorne, vor der Bremsscheibe. Und wenn ihr einfache ohne Anfahrtsdrehmomentausgleich habt, dann sitzt der Bremssattel etwas weiter unten. Da müsst ihr dann schauen, wer ihr ihn habt, aber es spielt im Prinzip keine Rolle für den Belagwechsel. Wir sehen hier die Beläge drin im Bremssattel und hier vorne die zwei Stifte, die ich jetzt nach hinten austreiben kann, um dann die Haltefeder zu entfernen und die Bremsbeläge rauszunehmen. Ich klopfe mit dem Hämmerle vorsichtig vorne auf die Splinte drauf und treibe die dann etwas nach hinten aus. Anders wie bei der Vorderachse komme ich hier ohne ein Austreibwerkzeug ran und kann jetzt hier hinten den Splint anfangen, schon mit der Zange nehmen und kann den Splint dann nach hinten rausnehmen. Und dann seht ihr schon, die Spannung von der Feder ist jetzt weg und kann jetzt die Feder jetzt schon so bewegen und nehme den anderen Splint jetzt raus und kann die Feder jetzt komplett abnehmen. So, und als nächstes komme ich im Prinzip schon an meine Bremsbeläge hin. Die sind hier deutlich kleiner, logischerweise, als bei der Vorderachse. Wenn ihr die jetzt so hier nicht rausbekommt, dann müsst ihr hier einen Bremskolben-Rücksteller nehmen. So, hier habe ich mein Bremskolben-Rückstellerwerkzeug, wie auch schon in der Vorderachse, benutzt. Das ist hier ein relativ einfacher, den gibt es hier bei Amazon schon für schlappe 17 €. Da packe ich euch den Link unten rein. Den setze ich jetzt hier, schraube den so weit zusammen, dass ich auf die Seite komme. Innen, also von der Bremsscheibe aus. Die liegen relativ nah zusammen hier hinter an der Hinterachse und schraube den Rücksteller ziemlich weit zusammen, so dass die zwei Platten am Träger, am Bremsbelagträger anliegen und drücke dann so meine Bremskolbe wieder zurück in den Festsattel. So, das ging jetzt ganz schönes Stück. Das waren jetzt bestimmt 4-5 mm. Und jetzt kann ich meine Beläge mit bloßer Hand relativ einfach hier rausziehen. Na. So, die Bremsbeläge sind draußen, hier noch einer mit Stern sogar original drauf. So, jetzt können wir unsere neuen Beläge auch schon einbauen. Dazu nehme ich zur Hand die Brems-Anti-Quietsch-Paste und mein Bremskolben-Rücksteller, wenn ich die Bremskolbe nur etwas weiter in den Bremssattel reindrücken muss, und natürlich zwei neue Beläge.
Bei den Belägen müsst ihr hinter mal drauf schauen, nicht, dass ihr welche habt, wo die Einbaurichtung vorgeschrieben ist. Dann müsst ihr das natürlich beachten. In meinem Fall ist das nicht so. Ich kann entweder vorne oder hinten jeweils die Bremsbeläge so einsetzen, wie ich möchte. Die ganzen Artikel, wie immer, gibt es in die Videobeschreibung unten drin. Dann könnt ihr euch das Zeug bei Amazon holen. So, ich stelle jetzt erstmal die Bremskolbe ganz in den Bremssattel zurück, damit ich mit meinen Belägen auch dann vernünftig reinkomme. So, reibt die Rückseite der Bremsbeläge am Bremsbelagträger etwas mit dieser Anti-Quietsch-Paste da ein. Ich setze meine Sicherungsfeder an für die Bremsbeläge und schaue, dass diese Erhöhung nach unten zeigt, damit dann auch nachher an der Bremsscheibe nichts schleift, und fange an, den ersten Sicherungssplint von hinten durch die erste Aufnahme der Bremsbeläge durchzutreiben. So, das war es im Prinzip schon zum Belagwechsel hier an die Hinterachse gezeigt, ähnlich wie bei der Vorderachse auch. Ich habe hier bloß kleinere Bremsbeläge, der Bremssattel sieht etwas anders aus, aber ansonsten im Prinzip von der Vorgehensweise her genau gleich. Ihr könnt dann nur schauen, wenn die Beläge drin sind und alles mit Splinte gesichert ist, dass ihr die Bremsscheibe noch bewegen könnt. Ja, da darf nichts schleifen, da darf nicht irgendwie was anliegen oder verkanten. Das muss alles einwandfrei laufen und dann habt ihr im Prinzip auch alles richtig gemacht. So, genauso wie bei der Vorderachse gilt auch, ihr müsst, bevor ihr losfahrt, startet ihr das Fahrzeug, pumpt ein paar Mal mit dem Bremspedal, wenn die Anlage davor natürlich befüllt wurde und entlüftet wurde. Wenn das alles soweit passt, dann pumpt ihr ein paar Mal mit dem Bremspedal, damit sich diese Abstände zwischen Kolbe und Bremsbelag zur Bremsscheibe wieder richtig einstellen kann und der Bremsweg, der Pedalweg dann auch so passt und alles so stimmt. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Jetzt im Anschluss gibt es wie immer die ganze Teilenummern zu diesem Modell ab 1985. Wenn ihr ältere Modelle habt aus der ersten Serie, dann müsst ihr die Teilenummer separat nochmal prüfen, ob das für euer Modell auch zutrifft. Wie gesagt, sehr viele Teile, jetzt gerade von der Hinterachse, sind vom 126er, teilweise auch noch vom 116er und vom 123er. Gerade wenn ihr ein 107er Modell aus der ersten Serie habt und ihr entdeckt eine Teilenummer, die mit A123 oder mit A116 anfängt, die ist ja, also die alte S-Klasse, die 116, dann könnt ihr davon ausgehen, dass es bei eurem 107er der erste Serie genauso passt, weil das ist ja genau in diesem Zeitraum der 70er Jahre war diese S-Klasse ja auch dann zeitgleich auf dem Markt wie der 107er auch.
So, die ganzen Teile, wo ich benutzt habe, wie vorher schon erwähnt, packe ich euch in die Videobeschreibung rein. Jetzt gerade bei der Rückstellung von der Bremskolbe finde ich diesen Bremskolbe-Rücksteller optimal. Da verkantet kein Bremskolbe. Ihr habt durch das, dass diese Schenkel hier sehr dünn sind, habt ihr auch immer genügend Platz. Egal, ob die Beläge drin sind oder nicht, könnt ihr immer hier dazwischen fahren und die Bremskolbe wieder zurückstellen in den Bremssattel. Also von dem her finde ich den optimal. Da packe ich euch den Link in die Videobeschreibung rein. Und dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, ciao.